und herzlich willkommen aus Österreich und ihr seht es schon, dick angezogen, Handschuhe an, normalerweise eine Mütze, aber jetzt geht es eigentlich so erstmal mit dem Wetter. Und hier gibt es noch einen richtigen Winter und hier kann man auch richtig schöne Winterbilder drehen in den Alpen, auf den Bergen, sogar jetzt wie gesagt hier unten in den Tälern. Mittlerweile ist der Schnee und der Winter auch hier angekommen und ich bin mit der DJI Mini 4 Pro geflogen, das erste Mal in diesem Winter. Und was ich so erlebt habe, gleichzeitig natürlich meine Erfahrung und einige Tipps gibt es hier in diesem Video. Und ich wünsche dir dazu ganz viel Spaß beim Anschauen. Ihr seht es natürlich, ich mache fast alles für euch. Jetzt wird der Wind natürlich sehr, sehr stark. Gleichzeitig schneit es richtig böse hier. Aber für dieses Video mache ich alles. Also gebt mir ein Like bzw. abonniert den Kanal. Da würde ich mich freuen. Dann hat sich das Ganze hier auch etwas gelohnt, in der Kälte zu stehen und für euch ein Video zu machen. Aber wenn ihr euch auf den Drohnenflug vorbereitet, das heißt, wenn ihr unterwegs seid mit der DJI Mini 4 Pro, dann müsst ihr vorher natürlich erstmal das Wetter checken. Gerade hier im Gebirge bzw. in den Alpen und auch in Österreich gibt es natürlich dann immer wieder Wetterkapriolen. Einmal ist es sonnig, dann kommen wieder Wolken und gleichzeitig regnet es oder schneit es dann auch. Und da müsst ihr natürlich erstmal das Wetter checken. Da gibt es richtig gute Wetter-Apps im Internet, zum Beispiel Wetter Online, da gibt es einen Regenradar, da kannst du dein Gebiet eingeben. Und das ist natürlich ganz wichtig am Anfang, erstmal Wetter checken, bevor es losgeht. Und seid nicht so gierig, verschiebt euren Flug lieber auf 1-2 Stunden und habt dann wenigstens vernünftiges Wetter, anstatt ihr dann hier sozusagen bei solchem Wetter loszieht und mit der Drohne fliegen wollt, dann wird das Ganze nichts. Also Vorbereitung ist fast alles. Zweite Geschichte natürlich auch ganz wichtig und zwar von Automatik auch mal auf manuell in der Bildeinstellung umstellen. Und da ist es natürlich dann wichtig bei diesen Farben, dass ihr den Weißabgleich einfach mal manuell zieht, denn es kann passieren, dass wenn ihr in der Automatik fliegt, ihr so leicht gräuliche, dunkle Bilder habt, weil natürlich auch die Automatik dieses Weiß nicht so richtig erkennen kann. Also vorher erstmal manuell den Weißabgleich direkt einstellen. Der nächste Tipp, der betrifft natürlich die Akkus. Die solltest du vor dem Flug einfach vorwärmen bzw. auf eine Betriebstemperatur über 15 Grad Celsius bringen. Das macht sich eigentlich ganz gut, wenn du dir die Akkus hier in die Hosentasche steckst bzw. in die Jackentasche steckst und während des Fluges einfach am Mann bzw. am Körper hast. Da sind sie dann so definitiv vorgeheizt auf 15, 16 Grad. Das reicht dann zum Fliegen. Die nächste Geschichte, wenn du dann abhebst und deine Drohne startest, ist es relativ wichtig, dass du die Drohne erstmal schweben lässt. Denn gerade bei diesen Temperaturen, deine Drohne und die Akkus reagieren natürlich bei Kälte ganz anders. Das heißt, von mir als Tipp, lass die Drohne starten und lass sie erstmal etwas schweben. Die Kälte und der Winter, die haben natürlich ganz eigene Eigenschaften. Man sieht es natürlich, es beißt und kratzt nicht nur am Körper, sondern auch an der Technik. Und wenn du deine Drohne startest, dann lass sie erstmal nach dem Start, wenn sie auf 1 Meter hoch ist, etwas schweben. Und so vermeidest du dann Spannungsabfälle im Akku. Kannst natürlich dann auch nochmal überprüfen, ob deine ganze Technik funktioniert. Denn bevor es in die Berge geht, beziehungsweise auch über Täler und in höhere Gefilde, hast du natürlich erstmal die Pflicht, deine Drohne zu checken. Und das ist ganz wichtig, dass du dann erstmal die Drohne einfach fliegen lässt, beziehungsweise nach dem Start etwas schweben lässt, schaust, ob alles funktioniert. Und so kommt sie natürlich auch in die richtige Betriebstemperatur. Und dann können relativ wenig Fehler während des Fluges passieren. Natürlich auch nicht nach dem Schweben gleich losstarten und volle Kanne geben als Geschwindigkeit. Das mag die Drohne natürlich auch nicht bei so einer Kälte. Die muss sich natürlich erstmal an die Umgebung anpassen. Also starten lassen, beobachten und dann sanft fliegen. Und wenn dann nach 5 Minuten alles so funktioniert, dann kannst du natürlich auch schneller fliegen. Das ist kein Problem. Aber lass die Drohne erstmal so ein bisschen zu sich kommen, bevor du direkt in den Flug reingehst. Solltest du jetzt mit dem Handy fliegen, also nicht mit dem RC-Controller, sondern direkt mit dem Handy, ist es natürlich auch wichtig, dass du daran denkst, auch dein Handy reagiert im Winter mit dem Akku völlig anders. Was bedeutet, dass dein Handy sich während kalter Temperaturen, gerade die iPhones, die mögen das ja, während kalter Temperaturen auch mal ausschalten kann. Und hier solltest du ganz besonders darauf achten, wenn du mit dem Handy fliegst, dass du hier auch eine bestimmte Temperatur hast und das Handy immer überwachst auf Akkustand und gleichzeitig natürlich auch auf Kälte. Denn nichts ist schlimmer, als wenn sich dein Telefon während des Fluges ausschaltet und du kannst die Drohne nicht mehr steuern. Auch ganz interessant, wer jetzt in den Bergen unterwegs ist, auch bei uns im Flachland, also hier im Berlin-Brandenburger Raum, da ist es natürlich so, dass die Drohne sich in 30 Meter Höhe schon ganz anders verhält aufgrund von Winden, als wenn sie sozusagen so in 10, 15 Meter Höhe schwebt. Hier in den Alpen ist es natürlich besonders wichtig, dass du darauf achtest, weil hier weht immer ein
kräftiger Wind. Und wenn du die Drohne schweben lässt und das Ganze richtig gut aussieht, dann muss das nicht bedeuten, dass das in 30 Metern auch noch so ist, denn in 30 Metern sind ganz andere Wetterbedingungen. Also hier musst du wirklich richtig aufpassen, gerade auf Wind und Sturm. Die DJI Mini 4, die kann das ab. Also da sind Windstärken von 5 oder 6 noch relativ entspannt, aber es geht natürlich auch noch stärker und da musst du dann das Wetter beobachten, wie die Wolken ziehen, wie der Wind ist, wenn du mal direkt nicht irgendwo geschützt bist. Da solltest du dann darauf aufpassen, dass dir dann die Drohne nicht einfach abschwirrt und von einer Windböe mitgenommen wird. Das wäre relativ fatal, aber das macht Spaß und definitiv, wenn du alles beobachtest, hast du natürlich auch den Dreh raus und kannst ganz entspannt mit deiner Drohne fliegen. So, jetzt wurde mir doch zu kalt und ihr seht schon, mittlerweile habe ich die Mütze aufgesetzt und ich habe die Location etwas geändert, weil die da vorne anfangen, den Schnee zu schieben und das ist dann doof während der Moderation, wenn immer und so, das muss nicht sein. Wenn du mit der DJI Mini 4 Pro und natürlich auch mit anderen Drohnen fliegst, brauchst du natürlich im Winter Handschuhe. Du kannst cool sein und das kann so 5 bis 10 Minuten funktionieren. Das funktioniert aber nicht auf Dauer, denn irgendwann werden die Hände kalt und die Sticks lassen sich natürlich relativ schwer dann bedienen. Und es gibt solche schönen Handschuhe, da kannst du hier die Fingerkuppen frei machen. Und diese werde ich mir auch holen. Mittlerweile habe ich bloß hier meine einfachen Handschuhe. Und wenn du dann den Controller bedienst, dann ist das relativ schwerfällig. Also es macht sich auf alle Fälle dann besser mit diesen Handschuhen, wo du die Fingerkuppe frei machen kannst. Die werde ich mir auch holen. Definitiv ein Tipp für euch, um den Controller wirklich ideal bedienen zu können. Nochmal ein kleiner Tipp zu den Akkus. Also ich habe 5 Akkus mit dabei gehabt und bin ungefähr 2 Stunden geflogen. Ihr solltet natürlich im Winter daran denken, dass eure Akkus nicht die 100%ige Leistungsfähigkeit haben. Die gehen sehr schnell alle, wenn du dann direkt beim Fliegen bist. Also ich habe jetzt in 2 Stunden wirklich 5 Akkus von den neuen DJI Mini 4 Pro Akkus leer geflogen. Und am Anfang natürlich ganz wichtig, Akkus komplett auf 100% alle vollladen und nicht vergessen, den Controller ebenfalls zu laden, denn der muss auch auf 100% sein. Der hat natürlich auch einen Akku verbaut und reagiert genauso wie die Drohnenakkus auf Kälte relativ allergisch, geht also schneller alle. Und hier dran denken, Akkus wärmen, Akkus zu 100% vorladen und so viel Akkus mitzunehmen wie möglich, damit du auch länger fliegen kannst. Wenn du die Drohne startest, dann natürlich nicht direkt im Schnee starten, das sollte jeder mittlerweile wissen. Nimm dir ein Landepad. Ich hatte mein Landepad natürlich vergessen und wenn du dann oben in den Alpen auf 2000 Meter Höhe bist, fährst du natürlich auch nicht mehr zurück und holst dein Landepad. Als Alternative habe ich dann meine Fußmatte vom Auto genommen. Das geht auch, weil die unten natürlich geschützt ist, imprägniert und von der Fußmatte konnte dann die Drohne ebenfalls starten und natürlich auch sauber landen. Und nicht vergessen, bei solchem Wetter wie Schnee, Nebel, ganz gefährlich, weil Nebel dringt Feuchtigkeit wirklich durch die kleinen Tropfen überall in die Drohne. Und du weißt, die DJI Mini 4 Pro hat unten Lüftungsschlitze, oben Lüftungsschlitze und natürlich auch direkt am Gimbal Lüftungseinlässe, wo Feuchtigkeit reinkommen kann. Und wenn es dann so schneit wie heute und der Schnee immer reinfliegt, dann dauert das nicht lange, bis die Feuchtigkeit in der Elektronik ist und sich die Drohne dann auch teilweise nicht mehr steuern lassen kann. Ich habe das alles durch. Ich bin mal bei so einem Wetter geflogen, weil ich dachte, Mensch, die DJI Mini 4 kann das ab. War aber nicht der Fall. Dann ist Feuchtigkeit eingedrungen in die Drohne. Die Drohne ist nur wirr irgendwie in der Gegend umhergeflogen und dann irgendwann direkt abgestürzt, zwar in den Schnee, auch nichts weiter passiert, aber das muss ja nicht sein. Wenn du dann deine Drohne nach dem Flug wieder einpackst, dann bedenke bitte, mach das nicht zu schnell und auch nicht zu hastig, denn das Material ist natürlich auch relativ porös geworden. Gerade das Plastik an den Propellern und an der Drohne ist durch die Kälteeinwirkung wirklich porös und wenn du dann zu schnell und zu eilig zusammenklappst, kann es dir passieren, dass einige Elemente abbrechen. Das muss auch nicht sein, also wirklich nach dem Flug ganz entspannt und langsam die Drohne einpacken. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass meine Akkuanzeige im Controller von 50 auf 35% in einem Sprung runtergegangen ist und das ist natürlich abhängig von der Elektronik. Wir Menschen, wir reden auch dann irgendwie komischer, wenn uns kalt wird und können unsere Finger nicht mehr bewegen und genauso wird es dann auch bei der Drohne sein. Und da solltest du bei deinem Rückflug ca. 30% Akku-Restkapazität mit einstellen. Das heißt praktisch im Controller sind ja normalerweise so im Flachland und bei normalen Temperaturen 20% Rückflugreserve eingestellt und die solltest du definitiv mal auf 30% erhöhen. Denn nichts ist schlimmer, als dass der Akku dann relativ
relativ leer ist, du noch eine weite Strecke hast, dann noch, wie gesagt, Wind in den Alpen bzw. in den Bergen herrscht und dann braucht natürlich die Drohne auch noch eine gewisse Zeit, um zurückzukehren, und wenn sie dann zu wenig Akku hat, zu viel Batterie verbraucht im Rückflug, kann es natürlich passieren, dass dir das Akku dann relativ schnell alle geht. Dann wird geschwitzt, kommt sie zurück oder kommt sie nicht zurück, und das musst du alles nicht haben. Also 30% Akkureserve einstellen am Controller, da bist du, glaube ich, auf der richtigen Seite. Wenn du natürlich noch etwas Geld für Zubehör übrig hast, dann kannst du das natürlich effektiv einsetzen, und zwar hat mir die Firma Skyread hier diesen richtig schicken Koffer zugeschickt, und der ist natürlich für den Winterflug ideal geeignet. Der kann runterfallen, da kann es mal krachen, da passiert der Drohne überhaupt nichts. Die DJI-Taschen sind zwar auch super, die es im Combo-Pack mit dazu gibt, aber das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Dieser Koffer ist stabil, da kannst du dann auch mal die Drohne starten lassen von dem Koffer, den legst du einfach in den Schnee, Drohne rauf und los geht's. Hier ist deine Drohne optimal geschützt, und das sieht natürlich auch richtig gut aus, wenn du jetzt mal den Koffer hier von innen betrachtest. Ich habe meine ND-Filter hier noch mit drin und das ist super sortiert. Die Drohne mit drin, die Akkus mit drin, der Controller mit dabei. Eine richtig schöne Geschichte, völlig sauber. Die Filter passen hier auch noch rein, und zum Thema Filter gibt es natürlich auch noch einen Tipp, und zwar die Filter von Skyread. Die sind auch nicht teuer, da hast du 6 ND-Filter in allen Stufen mit drin, kostet, glaube ich, bei Amazon so um die 50 € das ganze Paket, und die kann ich bloß empfehlen, wenn du im Winter fliegst, denn mit ND-Filtern fliegt sich das natürlich noch viel, viel besser. Viele haben mich angeschrieben und gesagt, Mensch, da passiert ja nicht viel, wenn ich mit ND-Filtern fliege. Das A und O für ND-Filter ist natürlich die Automatik aus den Videoeinstellungen rauszunehmen. Was bedeutet, ND-Filter fliegen sich natürlich viel, viel besser, wenn du manuell das Bild einstellst. Und die Automatik, die regelt da nicht viel bei den ND-Filtern. Da kannst du natürlich auch die ND-Filter fast weglassen. Wenn du aber dann dein Bild manuell einstellst und mit ND-Filtern arbeitest, kriegst du noch richtig crispe, spielfilmartige Bilder raus. Oder auch Fotos, solltest du mal probieren. Also beim Schneeflug definitiv noch ND-Filter mit einpacken, und dann bist du auf der richtigen Seite. Und natürlich nicht vergessen, dir eine schöne warme Thermoskanne mit einzupacken, mit Tee oder Kaffee mit drin. Das ist natürlich richtig gut. Auch mal eine Pause zu machen, weil die Augen, die strengen sich natürlich auch ewig an, wenn du auf Sicht fliegen musst. Und gerade in den Alpen ist es natürlich so, dass du die DJI Mini 4 Pro nicht lange siehst aufgrund der Farbe. Ich habe dann auch schon mal öfter orange Aufkleber auf das Akku hinten raufgeklebt, damit ich sie länger sehen kann. Aber deine Augen brauchen natürlich auch eine Pause, und dein Körper braucht ein bisschen Wärme. Schöne Thermoskanne mit einpacken, etwas Pause machen. Ansonsten hat mir das natürlich richtig Spaß gemacht, und in den Alpen zu fliegen ist natürlich was ganz anderes, als wenn du so im Flachland oder ganz normal bei Schnee unterwegs bist, weil du kriegst natürlich schöne Panoramen, du kannst schöne Fotos machen, und hier in Österreich sind die Umstände natürlich ideal. Und schon im November, du siehst es, Schnee pur, die Berge sind ebenfalls verschneit. Wenn du schönes Wetter erwischt, kannst du wirklich richtig schöne Drohnenaufnahmen machen, und auch daran denken, dass du nicht die Passanten bzw. die Spaziergänger, die Skilangläufer oder andere Menschen mit deiner Drohne nervst. Bei der DJI Mini 4 Pro ist es nicht so schlimm, die ist nicht so laut, und die geht auch den Leuten nicht so auf die Kette. Ich hatte auf alle Fälle richtig gute Erfahrungen hier in Österreich. Muss sagen, die Menschen sind hier ein bisschen entspannter als bei uns. Hier ist das Leben noch so ein bisschen lebenswerter. Die sind auch sehr naturverbunden, was mir richtig gut gefällt. Mir hat Spaß gemacht. Danke Österreich. Es war eine super Zeit mit der DJI Mini 4 Pro in den Alpen. Wenn ihr noch Ideen, Anregungen habt zum Winterflug oder Zubehör, dann einfach hier rein damit in die Videokommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Gehe jetzt erstmal einen schönen warmen Kaffee trinken. Sehr gern bis zum nächsten Video und sage Tschüss, bye bye und winke, winke.